In diesem Video geht es darum, wie du in 5 Schritten jedes Wohnzimmer richtig toll einrichten kannst. Bevor man einen Raum einrichtet, ist es erstmal wichtig, sich den Grundriss anzugucken. Wo sind die Fenster? Sind es bodentiefe Fenster oder nicht? Weil wenn es nicht bodentief ist, da kann man ja auch vor ein Fenster etwas stellen. Bei bodentiefen Fenstern ist es mal ganz schön, wenn man die Fläche frei lässt. Wo sind die Türen? Wo entstehen Durchgänge bzw. Gänge, die man freilassen sollte? Also solche Dinge sind auf jeden Fall wichtig, weil die architektonischen Gegebenheiten immer mit den Gegebenheiten, die man beim Einrichten hervorrufen möchte, in Verbindung zu sehen sind. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man eine gewisse Orientierung im Raum und meistens auch schon eine Idee, wo man was hinstellen könnte. Wir hatten in diesem Raum eine ganz große Herausforderung, weil wir haben nicht nur komplett 2 Wände voll mit Fenstern, sondern wir haben hier den Flurdurchgang, der offen ist zum Wohnzimmer, dann haben wir eine Tür zum Schlafzimmertrakt und wir haben eine Doppelflügeltür, eine Schiebetür zur Küche. So, die kann man natürlich nicht zustellen. Dadurch entsteht eine gewisse Herausforderung, wo man nur noch etwas platzieren kann. Der Raum ist zum Glück groß genug, dass wir ein bisschen schöpfen konnten und wir haben hier so eingerichtet, dass wir quasi 3 Zonen haben. Wir haben einmal die Zone mit dem Sofa und dem Sessel zum Fernsehen oder auch zum Lesen. Dann haben wir nochmal eine kleine Chill-Zone, eine Ausruhzone und natürlich den Essbereich mit dem Esstisch, der hier aber auch als Arbeitstisch genutzt wird. Der zweite Schritt ist zu gucken, wie sind die Lichtverhältnisse im Raum, wie viel Tageslicht haben wir. Ich liebe ja immer so sehr lichtdurchflutete Räume, das haben wir hier auch sehr, sehr schön. Aber trotzdem, gerade in den Abendstunden, möchte man natürlich trotzdem eine gute Beleuchtung haben und Ausleuchtung haben. Dadurch, dass wir hier 3 verschiedene Zonen haben, haben wir tatsächlich auch mit 3 verschiedenen Lichtquellen pro Zone gearbeitet. Also ihr seht hier in diesem Wohnbereich nochmal eine Pendelleuchte, die speziell für diese Ecke gedacht ist und auch wirklich als Komposition zu betrachten sind. Dann haben wir diese wunderschönen, sehr, sehr transparenten und Leichtigkeit ausdrückenden Leuchten von Bolia. Wir haben hier mit 3 verschiedenen Leuchten gearbeitet und es gibt diese Leuchte in 2 verschiedenen Größen. Also wir haben zweimal die kleine, einmal die große und so eine Komposition geschaffen direkt über dem Esstisch. Und es gibt noch eine Wandleuchte, ein Wandobjekt, in diesem Fall speziell für dieses Haus gemacht. Die kommt tatsächlich über meinen eigenen Online-Shop. Ich finde es immer ganz schön, wenn meine Kunden auch ein Original von ML haben, oder? Was denkt ihr? Auf jeden Fall kann man solche tollen Lichtobjekte auch mal auf meiner Webseite kaufen, weil ich mache nämlich nie Werbung und ich ärgere mich immer, weil viele dann sagen, sag mal, wo ist eigentlich dieses Wandobjekt her? So, damit diese Frage erst gar nicht kommt, habe ich es jetzt schon mal beantwortet. Beim Einrichten ist es natürlich auch wichtig, was für ein Farbkonzept möchte man für den Raum gestalten, was für Materialien möchte man einsetzen. Dafür ist es erstmal wichtig zu entscheiden, möchte man lieber in einem helleren Ambiente wohnen oder möchte man es lieber so ein bisschen dunkler und geheimnisvoller. In diesem Fall seht ihr ja, dass es sehr hell und sehr freundlich ist und diese Freundlichkeit und diese Leichtigkeit entsteht natürlich ganz besonders dadurch, dass es hier keine harten Farbkontraste gibt. Alles ist sehr weich im Übergang. Wir haben mit verschiedenen Farben gearbeitet, also verschiedene Beige-Töne, Creme-Weiß-Töne, Hellblautöne. Aber diese Töne funktionieren so gut miteinander, dass es immer noch sehr, sehr harmonisch und sehr freundlich wirkt. Und diese schönen weichen Textilien, hier in diesem Fall haben wir einen schönen Kordstoff verwendet.
Bei dem Sessel ist es ein Wollstoff und bei dem Daybed haben wir ein Mischgewebe, ein Flachgewebe verwendet, was sehr, sehr sportlich wirkt. Und diese 3 ganz unterschiedlichen Materialien funktionieren hier auch ganz wunderbar miteinander. Also ganz viele Leute machen das nämlich so, dass sie sich nur für einen einzigen Stoff entscheiden und alle Sitzmöbel wirklich so aus diesem einen einzigen Stoff sind. Und das ist oft leider ein bisschen zu langweilig. In diesem Fall möchte ich euch einfach zeigen, dass man wirklich mit verschiedenen Stoffen und auch Farben arbeiten kann und das Ganze trotzdem sehr harmonisch wirken kann. Neben den weichen Elementen bzw. den Textilien gibt es natürlich auch feste Materialien. Bei unseren Einbaumöbeln sowie beim TV-Lowboard, das wandhängend ist, haben wir uns zum Beispiel für eine lackierte Oberfläche entschieden. Alles sehr Ton in Ton mit der Wandfarbe zusammen. Also hier gibt es gar keine weißen Möbel, wie man das gerne mal in modernen, hellen Einrichtungen verwendet, sondern ich habe mich wirklich für einen sehr, sehr gedeckten beige-grauton entschieden hier, so wie auch die Wände, so wie auch die Vorhänge. Also der taucht hier und da immer wieder auf, aber es gibt auch noch andere Elemente, wie zum Beispiel weiße Metalle bei den Gestellen von den Stühlen und den Tischen. Wir haben einen kleinen Messing-Beistelltisch. Und einen kleinen Couchtisch von der Firma Bolia auch. Dieses Sofa und der Sessel sind übrigens auch von Bolia. Und das Daybed ist das L-Bar, tatsächlich wieder aus meinem Online-Shop. Der Tisch ist von der Firma Feeling for Home und den haben wir aber nicht so gekauft, sondern der war eigentlich ganz eckig. Das ist ein 1,60 x 85 cm großer Tisch. Wir haben hier von unserem tollen Tischler die Ecken abrunden lassen, der aber auch die ganze Fläche nochmal bearbeitet hat und geschliffen hat und geölt hat. Also es ist wirklich jetzt nochmal ein ganz anderer Tisch geworden. Wir haben bei dem Tisch mit dem Gestell Mikado gearbeitet. Bei diesem Händler kann man sich die Tischbeine selber aussuchen. Wir haben darauf geachtet, dass das Gestell weiß ist, weil unsere Stuhlgestelle eben auch weiß sind. Und die Stoffe bei den Stühlen sind ein sehr sportliches Flachgewebe, also kein Samt, wie das hier gerne mal gedacht wird, aber und das Besondere an den Stühlen ist, sie haben keine Armlehnen, dadurch wirken sie sehr schlank und sportlich und man kann wirklich 6 Stühle bei diesem Tisch unterbringen und außerdem haben sie eine Drehfunktion. Das Daybed ist auch super praktisch, weil die Rückenlehnen so flexibel sind. Man kann sie sich entweder als Rückenlehne auf die lange Seite stellen oder auch auf die kurze Seite stellen, um sich hinzulegen. Also es ist sehr, sehr flexibel. Der letzte Punkt heißt Complete the Look und ihr könnt euch schon denken, was das bedeutet. Also wirklich nochmal mit ganz entscheidenden dekorativen Elementen den Look wirklich ganzheitlich wirken zu lassen. Das geht zum Beispiel durch schöne Vorhänge. Die Vorhänge und Gardinen hier kommen von der Jab-Ansturz-Gruppe. Die haben immer ganz tolle Stoffe. Wenn ihr andere Einrichtungen von mir gesehen habt, ich setze oft auf diese Firma. Die haben halt so eine große Bandbreite, aber natürlich geht auch jede andere Firma. Bei den Teppichen, die kommen jetzt von Westwing, haben wir Viskose-Teppiche, die sind schön dünn und haben so einen ganz leichten Glanz. Dadurch wirkt alles auch so ein bisschen eleganter und frischer. Und natürlich kann man auch hier und da auch mal auf ein paar Dekokissen setzen. Die lockern auch so ein bisschen die Atmosphäre auf und bringen natürlich auch sehr viel Gemütlichkeit. Ich setze auch am Ende nochmal auf ein paar Kunstobjekte, auf ein paar Bilder. Pflanzen sind auch immer ganz schön, weil sie ein bisschen mehr Lebendigkeit bringen. Und die Kunstobjekte, die zeigen auch immer so ein bisschen, wie kultiviert jemand ist oder auch
gerne sein würde. In meinem Kanal geht es ja immer um Interior-Themen und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Das war nun das Wohnzimmer. Ich hoffe, diese 5 Tipps konnten dir helfen, auch dein Wohnzimmer richtig schön einzurichten. Und von hier aus gehen wir nun in die Küche.